Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute schon wieder mit einem News-Video und zwar mit einem, naja, eher komischen News-Video. Passt in keine Kategorie rein, deswegen einfach nur News. Und zwar gibt es einen Plan gegen Fake-Shops und zwar, dass man einfach die Ausweispflicht einführt. Ich mache das mal hier ein bisschen größer. Ausweispflicht bedeutet, wenn man jetzt eine Domain registrieren möchte, das heißt zum Beispiel the-morpheus.de, wenn ich dort diese Domain registrieren möchte, also sagen möchte, hey, das ist jetzt meine, dann muss ich meinen Ausweis vorlegen. Und der wird dann überprüft, ob auch wirklich ich hinten dran bin und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss vielleicht in die nächstgrößere Stadt rennen oder vielleicht sogar in die nächst sehr viel größere Stadt rennen, um dort meinen Ausweis zu zeigen, damit die das dann eben für mich machen. Das Ganze soll Fake-Shops vorbeugen. Das heißt, man möchte damit erreichen, dass eben nicht mehr jeder Mensch, der gerade Bock hat, einen Shop aufmachen kann und dort einfach Sachen anbietet für Spottpreise. Die Leute kaufen ein und kriegen es nie geliefert und dann macht der Shop wieder dicht und öffnet unter einer anderen Domain wieder. Das ist momentan leider ein verbreitetes, naja, Geldmachinstrument, könnte man sagen. Man bietet einfach Artikel an, die man gar nicht hat, sackt das Geld ein und dann schickt man einfach niemals den Artikel los und die Website verschwindet wieder. Das geht natürlich nicht, wenn man ein Impressum hat, aber das Impressum anzugeben oder nicht anzugeben, naja, ist eigentlich Pflicht, ein Impressum anzugeben, aber ich meine, mit sowas macht man sich eh strafbar. Wenn man dann kein Impressum hat, wie soll man einen kontaktieren? Naja, wie soll man jemanden kontaktieren, der kein Impressum hat? Ganz einfach, über die Domain. Das heißt, die Domain ist eigentlich nicht abhängig von der Webseite, die dort gehostet wird, sondern einfach wirklich nur mit dem, naja, eigentlich gar nicht verbunden, wenn man das so genau möchte. Man kann mit der Domain dann machen, was man möchte. In meinem Fall ist da einfach ein Redirect auf YouTube drauf. So aktuell gerade. Das heißt, wenn ihr the-morpheus.de anwählt, dann landet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Und das kann sich natürlich jederzeit ändern, aber trotzdem ist das nicht unbedingt so gut, denn wie gesagt, diese Fake-Shops existieren halt. Das Problem, was ich allerdings hinten dran sehe, ist die Umsetzung. Denn ich möchte mal aus meiner Erfahrung sprechen, also gucken wir uns doch mal zunächst an, wenn man hier bei Danik eine DE-Domain registrieren möchte, dann muss man rechtsfähig, geschäftsfähig und so weiter sein und man muss den Domaininhaber korrekt und vollständig angeben. Ja. Ich erzähle mal, wie das bei mir war. Ich habe damals unter HK Hosting meine Domain registriert. Das heißt, ich habe meinen the-morpheus.de Eintrag anlegen lassen. Und der Fokus hier liegt auf lassen. Ich habe einfach nur gesagt, ich möchte den ganz gerne haben und habe den bestellt und bezahlt. Und der Name, der dann am Ende bei the-morpheus.de aufgetaucht ist, war nicht meiner, sondern der vom Serveradministrator von HK Hosting. Also sprich, Tim hat sich da eintragen lassen. Und das Problem daran ist natürlich, dass wenn ich jetzt auf meiner Domain irgendeinen Mist baue, dass das dann nicht auf mich zurückfällt, sondern auf denjenigen, der das registriert hat. Sprich, im Endeffekt sind die so ein kleines bisschen verantwortlich und wenn die dann einfach sagen, ja, das gehört zu unserem Service dazu, dann ist das natürlich ein Problem. Das heißt, im Endeffekt würde eine Ausweispflicht für Domain-Registrierung auch gleichzeitig beinhalten, dass man eine Ausweispflicht für Server-Hosting einführt. Das heißt, ich muss dann mit meinem Ausweis zum Server-Hoster rennen, um dort zu zeigen, wer ich bin, damit ich dort vor Ort auch eine Domain registrieren kann. Noch ein kleines Beispiel, was auch bei mir gerade passiert ist, was aktuell eigentlich gerade ist. Ich habe dann meine Domain umgezogen zu netcup.net und dort ist jetzt aktuell meine Domain, sprich the-morpheus.de und wir sehen im Whois, wo das theoretisch drin steht, wem das auch wirklich gehört. Also da müsste quasi mein komplettes Impressum aufgelistet werden. Da steht einfach gar nichts drin. Nicht mal die Leute von Netcup sind aufgelistet. Da ist einfach kein Name angegeben. Und ja, das ist natürlich schwierig. Übrigens für die Leute, die mal wieder glauben, ich kann das nicht in der Command-Line. Es geht auch in der Command-Line und ich weiß, wie es geht. Ich finde nur diese Ansicht hier ein bisschen weniger attraktiv als die da, weil man hier einfach direkt alles sehen kann. Okay, also da steht halt einfach wirklich nichts dabei und das ist natürlich für mich dann vielleicht auch ein Problem, I don't know. Aber ja, kann sein, dass dann jeder ab sofort zu seinem Serveradministrator rennen muss oder zu seinem Serverbetreiber, Hoster rennen muss, um dann seinen Ausweis zu zeigen, damit man auch wirklich eine Domain registrieren kann. Aber dann ist natürlich wiederum die Frage, wie verifiziert der Server-Hoster sich gegenüber Danik, dass auch wirklich derjenige die Domain registriert und nicht vielleicht ein anderer Kunde? Das ist natürlich auch das Problem. Sprich, kann jetzt dann ab sofort niemand mehr seine Domains von einem Server-Hoster registrieren lassen und muss dann wirklich jeder zu Danik rennen und dort seinen Namen verifizieren lassen?
Ich weiß es nicht, aber das wäre für mich die logische Schlussfolgerung. Das geht nämlich noch ein bisschen weiter als das, was man sich hier mal wieder überlegt hat. Naja, an sich auf jeden Fall eine gute Idee. Fake-Shops sind eine furchtbare Sache und nicht ganz gut umzusetzen. Ich meine, in dem Impressum kann man auch einfach falsche Informationen angeben. Das geht bei sowas, bei einer richtigen Ausweisprüfung dann natürlich nicht mehr. Aber ja, wie das umgesetzt werden soll, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.